Immer Mund zu halten, ja? Sonst kommt hier ein Zahnabplatzer. So Leute, jetzt wird es aber so richtig hot, sag ich mal. Wir gehen jetzt mal aufs Spielfeld, wir schauen uns das Spielfeld genauer an und hier ist Spielbetrieb, Leute. Ich hoffe, die Weste schützt mich vor Beschuss. Auf geht's! Wir müssen taktisch vorgehen, Leute. Kommandodrehung. Ja, wie ihr seht hier, schöne Deckungen überall. Ein alter Wohnwagen. Deckung, Deckung, Deckung! Fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich? Immer Mund zu halten, ja? Sonst kommt hier ein Zahnabplatzer. Und dann läuft es so rum. Leute, wir haben ja auch ein Stellungssystem sozusagen. Und gibt es ja auch eine Deckung? Ah, okay. Gibt es ja auch eine Deckung? Wo denn? Wie würdest du in Deckung gehen? Ja, so, ja. Ja, perfekt. Ha! So Leute, und das war sie, unsere Tour über das Feld Area 51 Bad Breisig, und zwar Rheinland-Pfalz, Leute. Kommt hier vorbei, wie gesagt, ist ein super Feld, lang wie breit, ist wirklich weitläufig, habt viele Deckungsmöglichkeiten. Hier ist, würde ich mal sagen, super viel Spaß geboten und ich bin raus, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao. Das hat sich angehört wie ein Psycho. Das ist dann sehr gut. Herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Video. Wie ihr schwer erkennen konntet, befinden wir uns heute auf einem weiteren Airsoft-Paintball-Feld, das wir uns heute mal genauer anschauen. Meine erste Frage lautet, ja, wo sind wir denn überhaupt? Ganz klar, wir befinden uns nach wie vor in Deutschland, aber in Rheinland-Pfalz. Und zwar in Bad Breisig. Bad Breisig, ganz genau, und zwar auf dem Feld Paintball-Feld Area 51. Jawohl, Area 51. Du hast es schon gesagt hier, der Name des Felds ist Area 51. Darf ich gleich mal vorab fragen, wie seid ihr auf den Namen des Feldes gekommen überhaupt? Ja, ganz einfach. Wir waren total besoffen und haben uns überlegt, wie nennen wir denn das Feld? Ja. Und das ist halt ein guter Freund von mir, der leider verstorben ist, ein guter Paintballer, der ist an Krebs verstorben. Und der sagte, der kam im Alien an, eine Figur. Und sagte, wir nennen das Feld Area 51. Und da war das Thema erledigt. Okay, Area 51, ja, no? 5-mal Post, fertig. Also so kam dieser Name, ne? Sehr gut, so schnell kann es gehen. Und zwar, wie du gesagt hast, in Bad Breisig, eben Rheinland-Pfalz. Jawohl, also Name haben wir geklärt, Area 51, wie seid ihr da drauf gekommen? Das ist hier nicht nur ein Airsoft-Feld, sondern ihr habt eben auch einen Bereich für Paintball. Jetzt ist meine Frage, was war das Feld, bevor es zum Airsoft-Feld oder Paintball-Feld geworden ist? Oder ja, war hier einfach Acker und ihr habt gesagt, hier stellen wir die Area 51 hin? Also hier war eine Müllkippe. Okay. Das war hier ein Baggerloch und dann haben hier die Firmen all ihren Müll da reingekippt. Ne? Also hier so Bauschutt und so ein Krempel, ne? In den 80er Jahren. Ja, und dann haben wir das hier gefunden und haben dann hier halt ein Paintballfeld draus gemacht, ganz einfach. So einfach? Wir wollten dann das Gewerbegebiet ausgeschrieben und dann haben wir es hier beworben, man konnte es hier bewerben und dann haben wir den Zuschlag bekommen, ne, halt. Ne? So einfach kann es manchmal laufen. Das, genau, ne? Genau, dann wird eben aus der Müllkippe hier dann ein Airsoft-Feld super genutzt. Seit wann gibt es eigentlich euer Feld? September 2005.
Okay, seit September 2005, das sind ja doch schon einige Tage und ich meine, ja, ihr habt ja auch gewissen Bekanntheitsgrad schon erlangt. Ich meine, man kennt, wenn man sich im Airsoft bewegt, die Area 51 nicht unbekannt. Ja, deswegen, aber natürlich hier für euch, für die Community, das ist ja das Ziel, dass wir einfach über die Felder, über die Teams, über die Airsoft-Hallen, die es überhaupt in Deutschland verteilt gibt, noch mehr erfahren. Wo gibt es überhaupt überall Möglichkeiten zu spielen und so weiter. Deswegen auch hier schon mal gleich vorab den Link auf die Internetseite, auf die Homepage von der Area 51 findet ihr in der Infobox. Da finden wir vorab eigentlich schon mal sämtliche Informationen, die wir wissen müssen, wenn wir hier herkommen wollen und spielen wollen. Wie groß ist eigentlich das Feld? Das gesamte Areal oder? Ja, also das Areal, das also wir haben hier die 3 Felder, sind gemeinsam über 20.000 Quadratmeter. Und dann die Ecke noch dabei. Ja. 23.000, 24.000 Quadratmeter noch. Also nicht ganz klein. Ihr habt hier eine Menge Spielfläche sozusagen. Das ist so ein Mittelding, ne? Also noch für Paintballer ideal, noch für Airsoft manchmal zu klein, je nachdem was für Games die machen. Ne? Genau. Aber Paintballer kriegen wir 100 Leute unter und mit dem Airsoft kriegen wir hier 70, 80 Mann ohne Probleme. Wenn 100, dann müssen wir ein bisschen drücken. Aber ja, und zur Not muss einer mal eine Runde aussetzen und dann kann er beim nächsten Game mitmachen. Genau. Ja? Okay, also aber trotzdem eine gute Größe. Jetzt meine Frage, wenn wir jetzt über Airsoft reden, was habt ihr denn hier auf dem Feld für Bereiche? Habt ihr CQB-Bereich, habt ihr Wald oder was ist hier überhaupt? Ja, wir haben hier ein nettes Turnierfeld vorne, ne? Ja. Kann man natürlich nicht kennen. Dann haben wir ein kleines Funfeld und natürlich das große Woodlandfeld mit Bäumen, Bunkern, Wald. Alles was dabei gehört, Hindernisse, ne? Ja. Alles selbst gebaut. Okay. Dann umweltfreundlich aus Holz. Ja. Ja, also achte hier auf die Natur, gucke, dass die Bäume erhalten bleiben. Wir haben hier Vögel, die hier leben, da achte ich drauf. Die Bienen und Hummeln, da achten wir auch drauf, ganz ehrlich. Ne? Ja. Und halt ein bisschen im Bio. Klar, Fun haben auch, Party dabei, aber auch die Tierwelt nicht außer Acht lassen. Jawohl, ne? ja, das ist eine wir sehr haben ja gute ein Turmfaltenpärchen, was ja. hier rumfliegt, geil, total geil. Ne? Okay. Und, die wir natürlich auch dann geschont, wenn hier Spiel ist. Die kommen und beobachten hier, wo Beute fliegt. Ne? Ganz ganz genau. interessant, wie gesagt, ne? Die Tierwelt fühlt sich wohl hier und so soll das auch bleiben. Ne? Ja, das ist natürlich ganz klar. Richtig. Wenn ich jetzt sage, oh, Area 51, schon davon gehört, ich komme aber aus einer ganz anderen Ecke, ich möchte hier aber mal vorbeischauen, dann ist jetzt meine Frage, wo finde ich denn überhaupt die ganzen Termine, wann finden Games statt und vor allem, wie oft finden bei euch Spiele statt, jetzt vor allem mal auf das Thema Airsoft bezogen? Also wir haben auf der Seite haben wir einen Kalender, einfach auf den Kalender gehen, hier ganz normal Google-Kalender und dann gucken. Ne? Ja. Oder halt, wie wir das vor 25 Jahren gemacht haben, man nimmt ein Telefon, ruft mich mal einfach an, hör mal Alex, wie sieht aus, haben wir einen Termin, kann man da mal kommen? Und dann rede ich mit dem und sage, pass auf, dann und dann haben wir einen Termin, aber normal im Kalender. Und momentan machen wir das einmal im Monat, aber im kommenden Jahr würde ich das gerne ausweiten auf 2-, 3-mal im Monat. Aber da muss man gucken, wir haben ja noch ein Nachbarfeld in der Nähe hier. Ja. Ich würde ungern mit dem in Konkurrenz treten mit den Terminen. Ja, okay. Weil wir kommen super miteinander klar und ich will auch keinen Streit provozieren. Und, nee, das ist ja sowieso die Community, genau. Ein Miteinander, ganz genau und nicht ein Gegeneinander. Ja, das ist ganz klar. Okay, also die Termine finde ich, entweder rufe ich an oder... Genau, einfach wie vor 100 Jahren anrufen oder halt im Kalender gucken. Ne? Jawohl, so einfach kann es manchmal sein. Wir haben alle ein Telefon, aber keiner telefoniert mehr, das ist ja das Problem. Ne? Ja, oder? Da alle Tipp, ne? Alle nur noch hier so, dann guckst du dreimal, einfach ein Anruf, fertig. Ne? Genau. Ja, aber wie gesagt, Leute, ihr habt es gehört, einfach auf der Seite, wie gesagt, der Link ist ja in der Beschreibung, mal vorbeigucken, da findet ihr Termine. Bis jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, einmal im Monat. Genau. Geplant ist dann, dass es auch häufiger stattfindet, 2-mal im Monat. Genau. Ansonsten muss ich mich da anmelden oder kann ich auch einfach so vorbeikommen? Normalerweise einfach vorbeikommen. Wir müssen nur mal gucken, wenn das natürlich noch interessanter wird oder mehr wird für die Leute, dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht dann mit einem Termin oder so. Aber im Moment kommen die Leute einfach vorbei, hier anmelden, einfach Bargeld mitbringen oder PayPal und fertig. Ja. Mit 30 € bist du dabei. Kompletten Tag, okay. Allem drum und dran. Das hört sich ganz gut an, jawohl. Das hört sich faire ganz gut Preise. an. Ich mache mit Paintballern und Airsoft keinen Unterschied. Ja. Die Paintballer zahlen denselben Preis wie die Airsoft. Warum soll ich dann einen Unterschied machen? Ja. Im Grunde machen wir beide das Gleiche. Ja.
Ja, wir haben beide Ärger mit den Behörden und müssen gucken, dass wir da überleben. Warum soll man da gegeneinander kämpfen? Das ist das ja. Und die Leute sollen auf einem legalen Feld spielen und nicht irgendwo im Wald rumrennen. Das ist ein guter Punkt, jawohl. Ja. Legales Feld eben, genau. Nicht irgendwo im Wald. Das ist nämlich verboten, wie wir alle wissen. Genau. Das darf man nicht. Richtig. Ja, dann vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über deine Events hier, Airsoft-Events erzählen. Beziehungsweise jetzt, du sagst ja, wie gesagt, einmal im Monat. Was findet hier dann quasi statt? Das ist dann, ja. Einmal im Monat machen wir einfach einen offenen Spieltag momentan. Und, ja? Genau, aber wir machen jetzt am 2. Oktober das erste Nachtgame mit Airsoft. Das wäre auch eine meiner Fragen. Finden bei euch Nachtgames statt? Jawohl. War vorher nie geplant, weil wir das nie so von der Menge gehabt hatten, von den Leuten her. Ja. Ne? Aber es wurde nachgefragt und ich mache in dem Paintball-Bereich auch einmal im Jahr, das machen wir bei Halloween und diesmal machen wir halt am 2. Oktober für Airsoft. Und wollen mal gucken, wie es wird. Ne? Wir haben hier Lampen dann, das Spielfeld wird so halb beleuchtet. Ja. Die Leute können Rauchgranaten mitbringen oder Flashbang oder so ein Kram. Ne? Okay, das wäre nämlich tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen. Ist hier Pyro erlaubt? Ja, so. Ja, okay, also ist erlaubt. Ja, das ist ja für manche sehr interessant, für manche sehr wichtig. Ja, also wisst ihr Leute, hier, es gibt keinen Grund hier nicht vorbeizukommen. Hier ist Pyro erlaubt, ja? Genau. Aber wir gucken immer, wenn wir draußen natürlich 38 Grad haben, dann lassen wir bleiben. Ja. Ne? Brandgefahr und so normal weiter. Wetter, ne? Und dann auch gucken. Oder Möglichkeit keine Polenböller oder sowas mitbringen. Ja, okay. Ne? Normale Böller, es gibt so viele legalen Kracher, auch im Airsoft-Paintball-Bereich und fertig. Ne? Und dann werfen ab die Post. Gut, ja, illegale Sachen, also wissen wir sowieso, das ist sowieso nicht erlaubt, dürfen wir nicht, machen wir auch dementsprechend nicht. Ganz klar. Nee, aber Nachtgame klingt ganz gut. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele, die richtig viel Kohle investieren, Nachtsichtgeräte und so weiter. Ja, genau. Die Kameraden kommen auch. Ja, gut und gerne mal hier mehr als 1000, 2000 Euro und noch weiter kosten. Ja. Aber gut, ja, wie gesagt, Airsoft ist ein sehr schönes Hobby, eine sehr schöne Leidenschaft und da kann man sich auch richtig austoben. Natürlich auch geldbeuteltechnisch. Ne? Ja, das ist ganz klar. Okay, jetzt findet ein Event statt. Wir haben ja den Punkt schon angekratzt, wer kann hier spielen? Jetzt sagst du, Mindestalter ist hier 14 Jahre, natürlich nur mit Einwilligung. Wahrscheinlich genau, Mama Zettel noch, oder Mutti. Ganz genau. Oder Mutti kommt mit, haben wir ja auch alle hier. Und Papa, jawohl. Dann Begrenzung aber eben bis 0,5 Joule, genau. Das ist ganz klar. Ansonsten dürfen irgendwie nur hier Mitglieder mitspielen von Vereinen oder einfach jeder, der Spaß am Airsoft hat. Genau, ich bin ja also kein Verein, ich betreibe hier ein reguläres Gewerbe und hier kann wirklich jeder kommen. Kann einer alleine kommen, der findet auch immer Kontakt hier, kann auch eine Gruppe kommen, Logo. Ja, wie sieht es aus mit Junggesellenabschied zum Beispiel? Junggesellenabschiede kommen, ne? Ja, könnt ihr bei mir anmelden. Ja, ne? ja. Wir machen auch hier Kinder-Paintball, wo dann halt die Eltern dabei sind und das mitbeobachten, wo die Mama immer dann, der Papa, mitmachen, kommt zum Glück immer mehr und tut den Kindern auch gut, damit die wegkommen von ihren blöden Handys in ihren Computern. Ja, das stimmt, ja, mal raus hier, wenn schönes Wetter ist, dann sogar bei schönem Wetter. Genau. Und wenn es regnet, Leute, dann traut euch auch mal beim Regen raus, ja, habt einfach mal Mut und geht auch mal beim Regen raus. So, wenn ich jetzt hier mal sage, mit meiner Gruppe Junggesellenabschied, oder ich habe jetzt ein eigenes Airsoft-Team zum Beispiel und möchte mal ganz woanders hin. Ich fahre auch mal eine Strecke 400, 500 Kilometer vielleicht, um hierher zu kommen. Ja, dann sage ich, am gleichen Tag möchte ich aber vielleicht nicht zurückfahren. Wie sieht es denn da aus? Ja. Können die Leute hier übernachten? Kann man hier Zelte bei dir auf dem Gelände aufstellen? Jede Menge Leute, die können hier pennen. Die können gerne ein Zelt aufbauen hier, ne? Ja. Kein Problem mit. Oder wir haben eine tolle Jugendherberge oder wirklich tolle Hotels. Also gleich um die Ecke, aber bei euch auf dem Gelände gibt es die Möglichkeit eben dann hier zu schlafen. Die pennen dann auf dem Spielfeld oder hier um die Ecke. Ne? Perfekt, ja. Wir haben da vorne einen Bauwagen, da liegen Betten drin, da können die Leute dann pennen. Ne? Ah, okay. Also wir machen ja viel mit Vertrauen. Ne? Ja. Ich fahre dann abends heim, bleibt offen, die können hier grillen, Feuer machen. Okay. Kriegen eine Mülltüte, damit das hier sauber bleibt. Und, ja, das ist ja super locker, sage ich mal, und perfekt, wenn ich dann mit meinem Team mal herkomme, am selben Tag dann verständlicherweise vielleicht nicht mehr nach Hause möchte, weil es einfach zu spät ist. So ein Spieltag wie heute wird auch bis 18 Uhr dauern. Ja, dann bleibe ich einfach mal hier und penne einfach mal im Zelt. Ja, hat sich auch noch keiner abgebrochen. Ja, Toiletten gibt es hier. Wie sieht es aus mit der Verpflegung? Kann man bei dir auch hier was zu knabbern erwerben? Wir haben einen Grill,
Viele bringen selber mit zum Grillen. Ja. Aber wir machen hier Hotdogs und dann halt Schokolade, ne, Süßigkeiten. Das reicht ja auch vollkommen aus. Ja, genau. Ne, das heißt, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ja, dann gibt es noch die Firma Lieferando, schon mal von gehört. Ja, genau. Ne? Machen auch sehr viele, aber die meisten bringen mit. Ne? Ja. Gerade die Airsoft-Jungs, die bringen dann ihre Dose mit dem Brenner und dann wird dann so ein bisschen Vietnam nachgemacht. Okay, ne? die E-Bars und so weiter. Genau. Oder zur Not eine Konservendose mal hier auf den Grill gestellt ne? und gut isst, ja. Aber wie gesagt, wir haben hier den Grill, kostet auch kein Geld oder was, die bringen Kohle mit, grillen hier viel. Ja. Oder halt einen Hotdog auf der Hand. Ne? Ja, okay, also hier für das leibliche Wohl, hier hinter mir, da ist gesorgt, ihr habt schon gesehen, hier der Kühlschrank ist voll, Cola, Fanta und so weiter und so fort. Hotdogs gibt es ja auch, also wie gesagt, ihr werdet hier auch wirklich gut verpflegt. Das Feld hat eine stattliche Größe. Ist sie denn stattlich genug, dass ich auch mit meinem Humvee mit dem Kaliber 50 ankommen kann? Nee, leider nein. Okay, also Fahrzeuge gibt einfach, sag ich mal, ich habe schon vorher gesehen, es sind ja sehr viele Hindernisse aufgebaut. Das heißt, von dem ergibt sich, dass ich da nicht mit dem Fahrzeug durchbrettern kann. War auch nie geplant. Ja, Leute, ihr müsst nicht mit dem Fahrzeug fahren. Ihr könnt auch einfach mal euch zu Fuß bewegen. Das schadet auch niemandem, ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach mal reinschnuppern. Ich bin jetzt zum Beispiel aus der Gegend und fahre hier mal vorbei, weil ich vielleicht mit dem Airsoft anfangen möchte. Ich habe aber keine Ausrüstung. Kann ich mir bei euch Ausrüstung leihen, um einfach mal reinzuschnuppern? Genau. Einfach anrufen, Termin machen oder halt über mein Buchungsformular buchen. Ja. Aber anrufen sind immer besser. Wie viele Leute kommen, Alter, ne? Und dann kann man das vorbereiten. Und ich muss auch wissen, ob die überhaupt Erfahrung haben mit einer Waffe. Ja. Ne? Okay. Oder ob ich bei Null anfange bei einigen. Ne? Ja, okay. Wo ist vorne, wo ist hinten. Ne? Ich habe Kameraden, die da so, ne? Das ist der Lauf hier so. Alles gehabt. Ne? Ja. Deswegen, also am besten sind wir kurz anrufen, pass auf, wir würden gern und dann. Und was wäre jetzt, wenn jemand kommt, der gar keine Erfahrung hat, bekommen die dann eine kurze Einweisung? Ja, auf jeden Fall. Also das ist so vorgesehen, hey super, das ist ganz klasse, wenn ihr wie gesagt noch null Erfahrung habt, noch nie Berührung mit dem Sport eben hattet, mit Airsoft dann, ja, bekommt ihr auch hier eine Einweisung und dann könnt ihr hier loslegen und einfach mal schauen, ist das überhaupt was für mich? Das ist natürlich auch super. Genau. Ja, wenn wir jetzt bei dem Punkt auch sind, hier gerade vorne reingucken, wie schaffe ich es, dass ich hier vom Feld geschmissen werde? Was sind hier absolute No-Gos, was ist hier nicht erlaubt, was ist hier komplett verboten, untersagt? Also totales No-Go. Ich achte hier auf den Umgangston. Ja. Wenn du vom Feld kommst, du ne? Ja. Das kann er zweimal machen, aber dann kann er seine Klamotten packen und gehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, also das Miteinander einfach hier ganz normaler Verstand einsetzen. Ja. Und das ist wie gesagt gar nicht erlaubt, ganz genau. Wie sieht es aus, wenn jemand hier mehrfach getroffen wird, aber meint, er wurde nicht getroffen zum Beispiel. Also, jemand, der sich einfach unfair verhält. Thema auch ein paar Mal gehabt, dann muss er den Tag leider beenden. Ne? Ja. Ich meine, hin und wieder, man merkt oft keinen Treffer, das gibt es, aber wenn man so einen halben Tag keinen Treffer merkt, dann soll man überlegen, also dann hören wir das lieber auf. Ne? Also das ist dann, wenn es offensichtlich wird und mehrere Leute sich beschweren, das ist zum Beispiel jetzt ein Ausschlusskriterium, klar, Leute, wir machen hier ein Spiel, das ist ein Teamspiel, wir wollen miteinander, ganz genau, aber wenn jemand sich unverwählt, dann ist für den dann auch der Spieltag quasi beendet. Wir hatten auch schon mal einen Kameraden hier, der fing an mit dem Spiel, ich habe jetzt Gott-Modus, ungelogen, rief auf, ich bin im Gott-Modus, alle so, was geht denn nun ab? Ne? Ja. Und haben wir auch gesagt, also Kollege, das beenden wir jetzt hier mit deinem Gott-Modus. Ne? Ja. Nee, totales Logo. Ja, total, das ganze Spiel wurde unterbrochen, alle, was passiert denn hier? Und das sind so Dinge, wo wir dann auch. Ne? Aber für mich wichtig, das Miteinander hier. Ne? Absolut, ja. Darum geht es ja auch immer und überall, sag ich mal. Und das ist ganz klar, wenn das nicht funktioniert, ja, dann ist einfach die Sportlichkeit nicht gegeben und das will einfach keiner. Okay, wie sieht es denn aus mit Erweiterungen? Ist da auch was geplant? Oder sagt ihr, nö, das Spielfeld passt schon so, wir lassen es jetzt wie es ist? Nee, also weitergebaut wird immer. Man muss ja irgendwie gucken, dass wir es attraktiv machen für die Leute. Ja. Und für das kommende Jahr haben wir noch was geplant hier. Ja. In dem Bereich Turnierebene eventuell. Ne? Und da gucken wir mal, dass wir was hinkriegen. Ja, okay. Aber das heißt, hier wird noch nicht zu viel verraten, sondern die Leute sollen einfach mal vielleicht nächstes Jahr auf der Homepage vorbeischauen. Genau. Dann werdet ihr schon erfahren, was da geplant ist. Ja, genau, ja, sehr gut. Okay, also aber sonst steht es uns ständig auch einmal weiter. Wie gesagt, hier immer wieder erneuern, ausbauen und so weiter und so fort. Dann sind wir hier jetzt am Ende angelangt und ich sage nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, dann gehen wir nochmal. Ja, sehr gut. Dankeschön. Das heißt, Leute, für euch, wie gesagt, ihr findet die Verlinkung
von der Homepage von diesem Feld Area 51 eben in Bad Breising. Hier in den, wie heißt Shownotes, Infobox. Sag doch mal, wie das heißt hier. Kommt hier vorbei und zwar nicht nur im Internet, sondern kommt hier auch mal in echt vorbei. Junggesellenabschied oder einfach mal so Airsoft testen. Kommt mit eurem Team vorbei. Super Feld. Wir schauen uns da jetzt so ein bisschen mehr davon an. Und dann sage ich mal wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Flacco. Ihr wisst schon. Ciao.